Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Na Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Meistere deine Emotionen von Francie Carter ist ein praxisorientierter Ratgeber, der sich an Menschen richtet, die im Alltag mit negativen Emotionen ringen und einen bewussteren, harmonischeren Umgang mit ihren Gefühlen erlernen möchten. Dieser Band aus der Meisterserie bietet dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern vor allem umsetzbare Strategien, die helfen können, Emotionen wie Wut, Angst oder Traurigkeit zu verstehen, zu akzeptieren und positiv zu lenken. Carter erklärt auf anschauliche Weise, warum Emotionen entstehen, wie sie unser Denken und Handeln beeinflussen und welche Mechanismen hinter anhaltender Negativität stehen. Durch zahlreiche praktische Übungen und Reflexionsfragen vermittelt das Buch Handwerkszeug, um emotionale Intelligenz zu steigern, den Blick für das Positive zu schärfen und ein gelasseneres Leben zu führen. Wer den Wunsch verspürt, mehr emotionale Kontrolle zu erlangen und sich nicht länger von ungünstigen Gefühlen beherrschen lassen will, findet in diesem Ratgeber eine fundierte und alltagsnahe Hilfestellung. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens, die Ursprünge und Funktionen von Emotionen. Das Buch beginnt mit einer grundlegenden Auseinandersetzung darüber, was Emotionen eigentlich sind und warum sie eine so zentrale Rolle in unserem Leben spielen. Carter erklärt, wie Emotionen ursprünglich evolutionär dazu dienten, unser Überleben zu sichern, etwa indem Angst uns vor Gefahren warnte oder Wut bei der Abwehr von Bedrohungen half. Im heutigen Alltag begegnen uns jedoch oft Gefühle, die keinen direkten Nutzen mehr haben, etwa anhaltende Sorgen oder übermäßige Gereiztheit. Das Verständnis über die Entstehung und Funktion von Emotionen ist laut Carter der Schlüssel, um sie nicht als Feinde, sondern als natürliche Signalgeber zu betrachten. Erst wenn wir anerkennen, dass jede Emotion einen legitimen Ursprung hat, können wir lernen, angemessen mit ihnen umzugehen, anstatt sie nur zu verdrängen oder gegen sie anzukämpfen. Zweitens, der Kreislauf negativer Gedanken. Ein zentrales Thema des Buches ist der selbstverstärkende Kreislauf von negativen Gedanken und Gefühlen. Carter schildert anschaulich, wie Menschen oft in Mustern gefangen sind, in denen negative Gefühle zu negativen Bewertungen führen, was wiederum die Emotionen verstärkt. Diese Spirale kann auf Dauer zu chronischer Unzufriedenheit oder sogar psychischen Problemen führen. Das Buch bietet Methoden an, um diese Muster zu erkennen und zu durchbrechen, darunter Achtsamkeitsübungen und kognitive Umstrukturierungen. Leserinnen und Leser lernen, sich ihrer destruktiven Gedanken bewusst zu werden, diese zu hinterfragen und schrittweise durch hilfreichere, realistischere Sichtweisen zu ersetzen. So wird ein Weg aus dem Automatismus der Negativität aufgezeigt, der mehr Freiheit und Selbstbestimmung ermöglicht. Drittens. Umgang mit schwierigen Emotionen im Alltag. Neben der theoretischen Basis legt das Buch einen starken Fokus auf die Praxis. Carter präsentiert zahlreiche alltagstaugliche Strategien, um mit herausfordernden Gefühlen effektiv umzugehen. Dazu gehören Atemtechniken, das Führen eines Emotionstagebuchs oder die Methode der radikalen Akzeptanz, bei der Gefühle zunächst ohne Bewertung wahrgenommen und angenommen werden. Ziel ist es, eine gesündere Beziehung zu den eigenen Emotionen aufzubauen und sich nicht von ihnen überwältigen zu lassen. Auch der Umgang mit starken Emotionen wie Ärger oder Angst wird thematisiert, wobei Carter betont, wie wichtig es ist, die dahinterliegenden Bedürfnisse und Auslöser zu erkennen. Durch diese selbstfürsorglichen Techniken lässt sich die emotionale Reizschwelle senken, was zu mehr Gelassenheit im Alltag führt. Viertens. Emotionale Resilienz entwickeln. Emotionale Resilienz, also die Fähigkeit, auch nach Rückschlägen innerlich flexibel und stark zu bleiben, bildet einen weiteren Grundpfeiler im Buch. Carter erläutert, wie Resilienz keineswegs angeboren, sondern im Alltag trainierbar ist. Der Fokus liegt dabei auf der bewussten Pflege positiver Emotionen, wie Dankbarkeit, Freude und Mitgefühl, etwa durch gezielte Reflexion am Tagesende, was gut gelaufen ist, oder durch das ernst gemeinte Aussprechen von Anerkennung gegenüber Mitmenschen.
Weitere Übungen sind das Visualisieren von Erfolgen oder das bewusste Loslassen alter Verletzungen. Leserinnen und Leser erfahren, wie eine proaktive, lösungsorientierte Haltung ihre emotionale Widerstandskraft stärkt und ihnen hilft, auch in schwierigen Phasen optimistisch und handlungsfähig zu bleiben. Schließlich die Rolle des sozialen Umfelds und Kommunikation. Ein oft unterschätzter Aspekt im Umgang mit Emotionen ist laut Carter das Umfeld. Das Buch widmet sich daher intensiv der Frage, wie Beziehungen und Kommunikationsmuster unser emotionales Wohlbefinden beeinflussen können. Die Autorin zeigt auf, wie man sich von toxischen Einflüssen abgrenzt, jedoch auch, wie man offen und wertschätzend kommuniziert, um Missverständnisse und belastende Situationen zu minimieren. Essentiell sind Techniken wie das Formulieren von Ich-Botschaften oder das bewusste Zuhören, um emotionale Konflikte konstruktiv zu lösen. Zudem unterstreicht Carter die Bedeutung eines unterstützenden sozialen Netzwerks, das in schwierigen Zeiten Halt gibt und die positive emotionale Entwicklung fördert. Zusammenfassend: Meistere. Deine Emotionen ist ein umfassender, praxisorientierter Leitfaden für alle, die ihr emotionales Wohlbefinden nachhaltig verbessern möchten. Besonders empfohlen wird das Buch Menschen, die sich oft von negativen Gefühlen übermannt fühlen, an Stress oder innerer Unruhe leiden oder in belastenden Beziehungen feststecken. Auch wer seine emotionale Intelligenz gezielt weiterentwickeln und resilienter gegenüber Alltagsbelastungen werden möchte, profitiert von den vielfältigen Anregungen und Übungen. Im Vergleich zu vielen anderen Ratgebern punktet das Werk durch seinen ganzheitlichen Ansatz. Es verbindet fundiertes psychologisches Wissen mit sofort anwendbaren Techniken, die weder kompliziert noch zeitaufwendig sind. Zudem ist es verständlich geschrieben und motiviert dazu, die eigene emotionale Entwicklung als wertvollen Prozess zu begreifen. Wer bereit ist, sich selbst ehrlich zu reflektieren und neue Wege im Umgang mit Gefühlen auszuprobieren, wird das Buch als Begleiter schätzen lernen. Damit leistet es einen wichtigen Beitrag zu mehr innerem Gleichgewicht, gelingenderen Beziehungen und einem insgesamt zufriedeneren Leben. Ein Kauf, der sich lohnt, wenn Sie gezielt nach einem Ratgeber suchen, der nicht vertröstet, sondern zur wirklichen Veränderung anleitet. Wenn Sie unterstützen möchten, Francie Carter, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.